In diesem Satisfactory Zug Tutorial zeige ich dir, wie du deine erste Zugstrecke baust und automatisierst und worauf du achten musst. Betrachten wir kurz die Grundlagen. Zum Bau einer Zugstrecke, die Güter befördert, benötigst du folgende Objekte: mindestens 2 Bahnhöfe, mindestens 2 identische Fracht- oder Flüssigkeitsplattformen, mindestens einen Zug, mindestens einen Waggon, ein Schienennetz und natürlich ausreichend Strom. Darüber hinaus müssen wir uns Gedanken über die Fahrtrichtungen machen. Bei manueller Steuerung können Züge sowohl vorwärts als auch rückwärts fahren. Sobald du aber einen automatischen Fahrplan hinterlegst, fahren sie nur noch vorwärts. Dasselbe gilt in ähnlicher Form für Bahnhöfe und Frachtplattformen. Diese haben ebenfalls eine Richtungsangabe beim Bau. Züge können nur dann in den Bahnhof einfahren, wenn die Fahrtrichtung des Zuges mit dem des Bahnhofs übereinstimmt. Mit einer einzigen Ausnahme können sie den Bahnhof folglich auch nur in Richtung des Bahnhofs verlassen. Dies führt zu 3 grundsätzlichen Überlegungen, wie Bahnhöfe anzulegen sind. Variante 1: 2 Kopfbahnhöfe. Betrachten wir zuerst die Ausnahme, also wie du einen Bahnhof entgegen der Fahrtrichtung verlassen kannst. Das ist bei 2 Kopfbahnhöfen als Endstation notwendig unter Umständen. Falls du 2 Kopfbahnhöfe bauen willst, musst du wie folgt vorgehen. Die Richtungspfeile der beiden Bahnhöfe müssen in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Die Frachtplattformen sind innerhalb der beiden Bahnhöfe zu platzieren. Du benötigst 2 Züge. Zwischen diesen befindet sich ein Waggon oder mehrere. Zug A kann nun in Bahnhof A einfahren, Zug B kann Bahnhof A verlassen, da er sich in Fahrtrichtung zu Bahnhof B befindet. Nachteil dieser Variante: du benötigst 2 Züge. Variante 2: Wendeschleife. Bei dieser Variante spielt es keine Rolle, in welche Richtung die Bahnhöfe zeigen. Bahnhof A und B werden ganz normal mit einer Schiene miteinander verbunden. Am Ende bzw. Anfang der beiden Bahnhöfe wird das Schienennetz jedoch fortgeführt, solange bis es sich wie eine Schleife um den Bahnhof herumlegt und mit den Schienen, welche beide Bahnhöfe verbinden, wieder verbunden werden kann. Ein einzelner Zug kann somit um den Bahnhof herumfahren. Ein zweiter Zug ist nicht notwendig. Variante 3: Wendekreis. Bei dieser Variante benötigst du ebenfalls nur einen Zug. Sie ist besonders geeignet bei engen Streckenabschnitten. Wenn also das Herumführen einer Wendeschleife am Bahnhof nicht möglich ist. Beide Bahnhöfe müssen in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Nach dem Bahnhof führst du das Schienennetz fort und bildest hinter dem Bahnhof eine Schleife, sodass der Zug im Kreis wieder zurück durch den Bahnhof fahren kann. Automatisierung der Strecke. Um nun eine automatisierte Strecke in Betrieb zu nehmen, platzieren wir als erstes unseren Zug. Hinter dem Zug platzieren wir nun unseren Frachtwaggon. Wir fahren nun in den ersten Bahnhof, abonniere Void ein, toller Name. Sobald wir eingefahren sind, drücken wir die Taste V auf der Tastatur. Die Routenplanung öffnet sich. Zuerst klicken wir zweimal auf das Pluszeichen da unten. Wir haben nämlich 2 Bahnhöfe, die wir hinzufügen wollen. Das kleine orange Next Stop zeigt euch, welcher Bahnhof als nächstes angesteuert wird. Klickt auf den ersten Bahnhof, danke, Like and Share mit der Maus, wählt anschließend links Abonniere Void aus. Sobald das erledigt ist, klickst du noch auf Autopilot Off, sodass Autopilot On erscheint. Der Zug setzt sich jetzt in Bewegung. Falls du die Meldung Changes to Timetable erhältst, schließe einmal das Fenster und öffne es wieder. Fertig, der Zug fährt los. Güterverkehr automatisieren. Wie bringen wir nun Güter von A nach B? Zuerst lassen wir Güter an einem Bahnhof aufladen. Dazu verbinden wir ein Förderband oder ein Rohr mit der Frachtplattform bzw. Flüssigkeitsplattform. Wir konfigurieren die Frachtplattform und wählen aus, dass die Güter an dieser Plattform geladen werden sollen.
Hierzu muss das jeweilige Symbol für Beladen bzw. Entladen gelb sein. Das linke Symbol bedeutet dabei Entladen, das rechte Symbol bedeutet Beladen. Bei der Endstation wählen wir Entladen als Option. Sobald wir nun unseren Zug auf die Reise schicken, wird er an Station A beladen und an Station B entladen. Tipps und Tricks. Tipp Nummer 1, du solltest auch bei Bahnhöfen nach Möglichkeit auf Fundamente setzen, das erleichtert den Bau ungemein. Tipp 2, du brauchst für feste Gegenstände eine Frachtplattform, für flüssige eine Flüssigkeitsplattform. Für den Zug selbst gibt es aber nur einen Waggon. Je nach transportiertem Gut wird dieser mit einem Container oder einem Flüssigkeitsbehälter beladen. Tipp 3, Züge haben zwar ordentlich Power, sind aber nicht grenzenlos stark. Denk dran bei massiven Steigungen. Tipp 4. Du hast eine massive Steigung zu bewältigen, hänge einfach einen zweiten Zug in identischer Fahrtrichtung an. Tipp Nummer 5. Züge benötigen vor allem beim Anfahren und in Steigungen sehr viel Strom. Denk an Stromreserven. Tipp Nummer 6. Das Zug-zu-Waggon-Verhältnis liegt bei 1:4. Das heißt, dass ein Zug problemlos 4 Waggons ziehen kann, auch bergauf. Darüber hinaus kann es kritisch werden.